erwarte nichts, lebe einfach von der Überraschung, ist ein Zitat von Ihnen, das ich mir hier ausgeliehen habe, weil ich denke, es passt sehr, sehr gut. Für mich hat diese Überraschungsreise begonnen, als der Herr Kollege Breh bei mir im Büro aufgestiegen ist und von dieser Idee gesprochen hat. Wir sind heute soweit, dass wir diese Kooperation zwischen Uni Salzburg und dem Europakloster Gut Eich feiern können. What matters to him is putting faith into practice, and he constantly looks for ways to reach out to others, no matter what their faith or philosophy of life. He seeks out what we share in common. Even amid great difficulties, we can discover opportunities. From these roots as a Benedictine monk, Brother David started a journey of interfaith dialogue with Buddhists, Jews, Muslims, Hindus, practitioners of indigenous traditions, and more. Now, in that same spirit of inclusion and innovation, Brother David has given his blessing to this chatbot project. Every so often, those of us who know him stand back and marvel that he is turning 99 this July. What a gift to be around someone whose whole life proves that wonders never cease. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel ein, wofür könnte ich heute dankbar sein? Schon wenn du am Morgen die Augen aufschlägst, hast du Grund zur Dankbarkeit. Ein neuer Tag ist ein großes Geschenk. Gut. Also so eine typische Frage, die halt von jemandem gestellt würde, ist: Ich fühle mich einsam, was rätst du mir? Einsamkeit ist nicht gleich Isolierung. Der Zustand Alleinsein ist neutral. Die Isolierung jedoch ist Alleinsein und zugleich abgeschnitten sein von anderen. Welche kleinen Schritte kannst du heute gehen, um dich verbunden und getragen zu fühlen, auch wenn du allein bist? Wir sollten aber die Zuhörer fragen. Welches Rilke-Gedicht ist dir das Liebste? Mein Lieblingsgedicht von Rilke ist aus den Sonetten an Orpheus. Dort heißt es: Rühmen, das ist's, ein zum Rühmen bestellter. Ein wunderschönes Bild, wie das Herz voller Dankbarkeit klingt. Nicht schlecht. Du sprichst selten von Gott. Warum? Ich vermeide das Wort Gott oft, weil es so vielfältig gebraucht und missbraucht wird, dass es leicht zu Missverständnissen führt. Also, ich bin zufrieden mit dieser Antwort. Ich bin zufrieden mit dieser Antwort. Aber das Interessante ist, dass ich es nie in dieser Form gesagt habe und dass der Bot, ich weiß nicht, das Gedankengut auf seine eigene Weise ausdrückt. Hast du Katzen gerne? Katzen sind wunderbare Geschöpfe, die uns auf ihre eigene Weise das Leben bereichern. Wie Rainer Maria Rilke sagt, das Leben und dazu eine Katze, das gibt eine unglaubliche Summe. Gefällt mir. Sehr schön. Wo kann man heute in der Welt der Handys und der künstlichen Intelligenz das Geheimnis wieder entdecken? Und du hast geantwortet: Ich würde sagen, das ist hier die Kurzfassung, genau in dieser technisierten Welt, in der Sie, also die Menschen, leben, wenn Sie mit der KI versuchen, das Schöne, das Wahre, das Gute zu verwirklichen. Da steckt ungeheures Potenzial drinnen,
Das ließe sich mit Liebe erfüllen und könnte Unglaubliches für die Menschheit leisten. Jede von Ihnen kann den Bot runterladen. Am einfachsten ist, wenn man im Webbrowser eingibt bruderdavid.bot oder brotherdavid.bot. Ich finde es unglaublich spannend, wie Bruder David imstande ist, mit seinen Worten, mit seiner Art, so viele anzusprechen, oder? Also wirklich irrsinnige Dimensionen, die jetzt mit dem Chatbot noch einmal anders eigentlich in die Welt getragen werden mit 3 Sprachen.